Ich bin gerade dabei, mir ein paar Zweige zurechtzuschneiden, denn ich habe vor, aus diesen Zweigen gleich Sterne zu basteln. Und auch erst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal an dieser Stelle. Die Zweige werden jetzt gleich alle in etwa die gleiche Länge haben. Und dann werde ich die jetzt mal hier zu Ende schneiden. Zack. Ich hatte jetzt auch schon so ein bisschen vorgearbeitet. Das sind Zweige vom Sommerflieder, die stammen aus dem letzten Jahr. Und die waren jetzt schon ordentlich getrocknet, dass man die jetzt sehr schlecht schneiden konnte. So, jetzt müsst ihr jetzt hier erst einmal alles sortieren. Für das Grundgerüst eures Sterns benötigt ihr 5 in etwa gleich lange Zweige. In meinem Fall haben die jetzt eine Länge von ca. 30 cm. Ja, und daraus forme ich mir jetzt mal einen Stern. Oder ich lege mir die Zweige hier vielmehr erstmal zurecht und guck mal, welche Zweige ich lieber hier drunter lege oder halt drüber. Dann, wie gesagt, forme mir jetzt erstmal den Stern so aus. Ja, ich glaube, so sieht das doch ganz cool aus. Muss man aber hier noch so ein bisschen feiner justieren. Jetzt nehme ich mir mal feinen Bindedraht. Das ist jetzt ein bisschen friemelig. Und mir fällt gerade auf, ich habe mir vergessen, hier was hinzulegen. Muss ich mal eben noch holen. Jetzt werde ich die Zweige mit Draht verbinden. Ich lege das jetzt hier mal über Kreuz, nehme mir meinen feinen Bindedraht und wicke den hier an meinen Zweigen drumherum. Ich gehe aber auch mal so dazwischen entlang. Das sind jetzt auch Drahtreste, die ich benutzen werde, weil der Draht wird nachher auch abgeschnitten werden. Wie gesagt, ich gehe auch mal so dazwischen entlang, wicke mal so drumherum, dann gehe ich hier wieder mal dazwischen. So. Man könnte das Ganze jetzt auch mit Schnur machen. Schneide den Draht jetzt hier schon mal ab. Jetzt nehme ich hier einfach diese ganz alte Zange, nehme den Anfang und das Ende vom Draht und verzwirbel das jetzt mal ordentlich. Ich habe mir jetzt meinen Stern wieder zurechtgelegt und jetzt werden die nächsten Zweige mit Draht verbunden werden. Habe ich auch wieder über Kreuz gemacht, die 2 Zweige, und wicke da jetzt auch wieder meinen Bindedraht drumherum. Auch wieder mal so kreuz und quer, also zwischen den Ästen entlang gehen, dann mal außen entlang. Ist auch ganz normal, dass das immer so auseinanderfällt. Das wird ja nachher wieder justiert werden. Jetzt ist das Ganze ja noch nicht wirklich stabil und von daher wird jetzt hier an diesen Stellen überall noch Bindedraht drumherum gewickelt werden, damit das halt nicht mehr so hin und her verrutscht. Die überschüssigen Drahtenden schneide ich jetzt ab, aber ich muss zugeben, das Ganze ist auch wirklich ein bisschen friemelig. So, wollen wir denn noch mehr? Ach, hier hinten ist auch noch etwas. Mache ich jetzt so bündig ab, wie es geht. Mir ist jetzt gerade noch etwas eingefallen, was ich auch machen werde. Mich stört nämlich die Optik hier von diesem Bindedraht und von daher wird das jetzt einfach mit Schnur nochmals umwickelt werden. Ich denke, das Ganze sieht dann besser aus. Man kann das auch so lassen, aber das ist jetzt wirklich letzten Endes auch mal wieder reine Geschmackssache. Ich mache die Schnur da jetzt auch großzügig drumherum. Ich glaube, ich schneide mir schon mal ein Stückchen hier ab. Aber ich denke, das sieht dann auch schöner aus, als wenn ich jetzt immer auf diesen Bindedraht drauf gucke. Ist jetzt halt nur meine Meinung. Also ich muss jetzt ehrlich mal zugeben, so gefällt mir das Ganze jetzt viel besser, als wenn man hier noch überall diesen dunklen Bindedraht sehen würde. Man kann natürlich auch versuchen, von Anfang an mit der Schnur zu arbeiten, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Ganze dann nicht immer so hin und her verrutschen würde. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, ob es halt auch ohne diesen Draht funktioniert. Ja, und jetzt wird das Ganze mal ein bisschen dekoriert werden. Ich habe jetzt hier Nobilis-Tanne, Zypresse und, etwas Eukalyptus. Bei der Zypresse werde ich jetzt die Samen abmachen, das ist die Schere da, weil die würde man sonst nachher nicht mehr sehen. Die kann man dann besser mit der Heißklebepistole nachher einarbeiten, wenn ihr mal abgehen würdet. Hier sind ganz schön viele dran. Ach, Zypressensamen, Zypressenzapfen. Ich sage immer im Prinzip sind es ja auch irgendwo Samen. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Die kommen jetzt erst einmal beiseite. Ja, das hier kann dranbleiben. Das ist jetzt nicht so schlimm. Bei dem hier, machen wir auch mal lieber ab. Okay, die Tanne ist jetzt für meine Verhältnisse noch ein bisschen zu lang. Von daher wird sie mal eingekürzt werden.
Das hier werde ich nicht entsorgen. Das wird aufgehoben werden für andere Projekte. Da kann ich nämlich noch hier diese Zweige verwenden. Oder man kann das dann auch mal so machen. Man legt da, wenn es jetzt ein Kranz wird, einfach ein anderes Grün drüber und dann sieht man das nicht mehr, dieses unschöne Ende. So, das kommt jetzt mal weg. Wer jetzt keine harzigen Finger oder Hände viel mehr bekommen möchte, zieht sich jetzt besser mal Handschuhe an. Ansonsten, wenn man sich die Hände vollgeschmiert haben sollte mit Harz, ist auch überhaupt nicht schlimm. Ihr nehmt dann einfach zum Beispiel Sonnenblumenöl oder Olivenöl und wascht euch damit die Hände. Dann geht das wirklich wieder hervorragend ab. Jetzt machen wir hier mal ein kleines Bündel, wobei ich bin schon einen Tacken zu weit. Ich nehme jetzt wieder meine Schnur, befestige die hier an meinem Stern. Mal eben gucken. Ich glaube, ich lasse ein bisschen Reserve. Ja, ich weiß jetzt selber noch nicht, ehrlich gesagt. Mache jetzt hier mal einen Knoten hinein. Oder doch lieber einen Doppelknoten. So, okay. Jetzt lege ich mir mal die Tanne als erstes hier drauf. Doch, das sieht ganz cool aus. Und wickel die hier mal mit der Schnur fest. Ich gehe jetzt mal so zweimal drumherum. Dafür könnte man jetzt auch Bindedraht verwenden, aber ich denke, ich bleibe jetzt hier bei dieser Schnur. Jetzt kommt die Zypresse. Ja, dann nehmen wir jetzt mal alle drei. Die sind jetzt nicht so dick wie die Tanne. Das kleine Fitzelchen nehmen wir auch. Wickel das auch wieder fest. Ziehe die Schnur jetzt auch so stramm, wie ich kann. Ist ein bisschen viel Zypresse, oder? Machen wir nur die eine. Gehe ich jetzt aber nur einmal drum herum, weil jetzt kommt schon der Eukalyptus. Schon mal hier einmal dran wickeln. Und nochmal Eukalyptus. Schade, dass ich jetzt nicht noch ein längeres Stück von dem Eukalyptus habe. Und ich muss auch darauf achten, ich will das ja so runter haben. Ja Leute, irgendwas stimmt hier noch nicht. Ich muss hier glaube ich nochmal von vorne anfangen, wenn ich ehrlich sein soll. Den Stern werde ich mit Zypressen und Kiefernzapfen dekorieren, welche auch mit der Heißklebepistole befestigt werden. Dieser Stern ist jetzt soweit fertig, allerdings habe ich anstelle von Kiefernzapfen dann doch lieber Zapfen der Lerche verwendet. Und du kannst jetzt auch erst beiseite. Ja, den zweiten Stern, den werde ich jetzt ein bisschen anders fertig machen. Ich werde den Draht weglassen und erst einmal die Zweige mit Heißkleber aneinander befestigen. Und dann habe ich mir vorgestellt, werde ich noch sicherheitshalber Schnur drumherum wickeln. So, da werde ich mir jetzt so Dreiecke zurechtformen. Muss man manchmal auch so ein bisschen puzzeln, bis man die passenden Zweige dann so zurecht hat. Da könnte eigentlich noch ein etwas längerer, nicht längerer, ein bisschen dickerer Zweig hin. Habe ich ihn? Nee, der ist zu kurz. Ja, wobei, andererseits, warum nicht, ne? In der Natur ist ja auch nicht immer alles gleich. Okay, so sieht es ja schon mal ganz gut aus. Jetzt nehme ich meine Heißklebepistole und ich glaube, ich muss mir noch eben so einen Heißkleberstift holen. Ich bin jetzt auch mal gleich gespannt, was letzten Endes besser funktioniert. Du kommst jetzt erstmal beiseite, du auch, du auch. Und dann werden wir jetzt erstmal die beiden hier miteinander verbinden. Kommt jetzt auch ordentlich Heißkleber drauf. Zack. Ja, und wenn das nachher mit der Schnur umwickelt ist, dann wird man den Heißkleber ja sowieso nicht mehr sehen. Die Zweige sind jetzt auch wieder über Kreuz. Diese Fäden vom Heißkleber kann man auch nachher einfach dann abziehen. Ja doch, so macht das jetzt schon mal einen guten Eindruck. Jetzt wird erst einmal hier der erste Zweig befestigt werden. Ich merke mir jetzt auch so in etwa mal die Stelle, wo ich den zuvor aufgelegt hatte. So, und hier so grob. Zack. Wenn ihr euch jetzt mal verklebt haben solltet, das kann man auch zur Not einfach wieder abmachen mit dem Heißkleber. Ist auch nicht so schlimm. Und der kommt dann gleich mal so da drauf. Ja, und im Anschluss muss ich natürlich warten, bis das hier alles getrocknet ist. So, den Heißkleber fummel ich mal eben ab. Den hatte ich jetzt falsch platziert. Und dann werde ich jetzt diese ganzen Stellen hier noch sicherheitshalber mit Schnur umwickeln, damit das wirklich auch nachher hält. Macht jetzt so auf mich schon mal einen guten Eindruck, aber sicher ist sicher. Nicht, dass mir das dann nachher doch noch auseinanderfällt. Ist aber auf jeden Fall so einfacher als
hier erst mit dem Draht dazu arbeiten. Wo ist denn jetzt die eine Schere? Also ich glaube, ich würde das jetzt nur noch mit dem Heißkleber erstmal machen und dann mit Schnur nochmal umwickeln und dann ist gut. Aber mit dem Draht muss ich jetzt ehrlich zugeben, das war mir irgendwie zu friemelig. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich diese Stelle hier ganz vergessen habe festzubinden. Aber so ist das auf jeden Fall einfacher als mit dem Bindedraht vorhin. Und die nächsten Zweige habe ich mir jetzt auch schon zurechtgeschnitten. Die werden jetzt hier so draufgelegt werden. Ich muss mir auch gleich noch 3 Zweige schneiden. Die werden dann hier unten drunter befestigt werden. Aber da werde ich jetzt genauso vorgehen wie bei der ersten Geschichte hier. Und befestige dann halt auch erst mit dem Heißkleber. Jetzt werde ich wieder Schnur drumherum wickeln, aber diesmal auch an diesen Stellen hier. Diese Stellen habe ich jetzt doch nicht mit Schnur umwickelt, weil in meinem Fall war das jetzt nicht nötig. So, ich habe jetzt hier einen ganz feinen Bindedraht. Den werde ich jetzt hier erst einmal dran befestigen. Die Farbe bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Ich habe jetzt einen gewählt, der ist lilafarbig. Habe den jetzt hier dran geknotet. Und jetzt nehme ich mir mal so ein bisschen Grün. Ich habe hier auch noch Reste von meiner Mädchenkiefer, Zypresse. Und lege mir das hier mal dazwischen. Da bellt, glaube ich, gerade mein Hund Imelda, müsste das sein. Fülle das Ganze jetzt hier aus. Die Enden lasse ich jetzt hier einfach so hinausschauen. Und da kann man jetzt wirklich sehr gut Resteverwertung mitmachen. Wo ist meine Schere? Da. Der feine Bindedraht ist jetzt hier dran. Und das wird jetzt einfach mit dem Bindedraht umwickelt werden. Diese überschüssigen Enden vom Grün, die könnt ihr dann einfach nachher entspannt abschneiden. Und das mache ich jetzt hier überall, also an der Stelle, hier, hier, hier. Ihr könntet das auch hier in der Mitte machen, eure Sterns. Also da hat man jetzt auch wieder unendlich viele Möglichkeiten. Und ich sehe gerade, mein Bindedraht ist verwurstelt. Muss man eben auseinanderfriemeln, welch ein Spaß. Den feinen Bindedraht schneide ich jetzt ab und verwebe den mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Ich mache da jetzt auch so einen kleinen Knoten hinein. Und dann wird das aber auch noch so verzwirbelt werden. Das ist jetzt hier sowieso die Rückseite von meinem Kranz, genau. Von meinem Stern, so rum. Ich glaube, der Stern ist ganz cool geworden, aber ich werde ihn auch noch ein bisschen weiter dekorieren. Ich habe nämlich noch diese übrig gebliebenen Zypressenzapfen hier liegen. Die werden mit der Heißklebepistole befestigt werden. Und dann habe ich mir gedacht, werde ich hier noch diese Mädchenkieferzweige und Zypressenzweige mit der Heißklebepistole befestigen. Oder mal anders gesagt, alles, was jetzt eingearbeitet werden wird, wird mit der Heißklebepistole eingearbeitet werden oder vielmehr befestigt werden. Auch dieser Stern ist jetzt soweit fertig und in meinem Fall werden die Sterne aufgehangen werden. Ich werde die aber dann direkt an dem Haken befestigen. Ja, und vom Arbeitsaufwand her muss ich gestehen, fand ich den zweiten Stern einfacher zu basteln als den ersten Stern. Ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye! Noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe mir gedacht, so könnte man den Stern auch präsentieren. Und jetzt bin ich aber definitiv weg.